Die verschwundene Melodie. In der kleinen Küstenstadt, umgeben von sanften Wellen und alten Kotzsteinpflasterstraßen, gab es eine Legende, die jeder kannte: die verschwundene Melodie. Vor vielen Jahren erklang jede Mitternacht eine geheimnisvolle Melodie aus dem alten Uhrturm auf dem Marktplatz. Die Bewohner liebten diese Musik, denn sie schien eine beruhigende Kraft zu haben, als würde sie die Stadt in einen friedlichen Schlaf wiegen. Doch eines Tages verstummte die Melodie plötzlich, und die Turmuhr blieb stehen. Niemand wusste, warum oder wie dies geschehen war. Einige sagten, es sei ein Zeichen, dass der Geist eines alten Musikers seinen Frieden verloren habe. Andere glaubten, dass eine vergessene Magie im Spiel war. Lena, eine 18-jährige junge Frau, die für die Sommerferien in die Stadt gezogen war, hörte zum ersten Mal von dieser Legende. Neugierig und abenteuerlustig begann sie, Fragen zu stellen. Die alten Bewohner schüttelten nur die Köpfe und sagten, dass es Dinge gäbe, die besser im Verborgenen blieben. Doch das spornte Lena nur noch mehr an. Eines Nachts entschloss sie sich, den Turm zu erkunden. Der Mond stand hoch am Himmel, als sie vorsichtig über den verlassenen Marktplatz schritt. Das alte Holz der Turmtür war mit Moos bedeckt und schien seit Jahrzehnten nicht mehr geöffnet worden zu sein. Doch als sie die Hand an den rostigen Griff legte, geschah etwas Unerwartetes. Die Tür öffnete sich mit einem leisen Knarren von selbst. Ein kühler Luftzug wehte ihr entgegen, als sie in die Dunkelheit des Turmes trat. Drinnen herrschte eine unheimliche Stille. Staub wirbelte durch die Luft, und der Geruch von altem Papier lag schwer in der Nase. In der Mitte des Raumes stand ein altes Klavier, das von Spinnweben bedeckt war. Auf der Tastatur lag ein zerfleddertes Notenheft. Lena nahm es vorsichtig in die Hand und blätterte durch die Seiten. Die Noten sahen seltsam aus, als hätten sie sich im Laufe der Jahre verändert. Auf der letzten Seite stand eine geheimnisvolle Inschrift: Wer die Melodie vollendet, wird das Geheimnis erfahren. Ein Schauer lief ihr über den Rücken, doch ihre Neugier war größer als ihre Angst. Sie setzte sich an das Klavier und begann, die ersten Töne zu spielen. Kaum hatte sie die ersten Noten angeschlagen, begann der Raum sich zu verändern. Ein sanfter Windhauch wehte durch den Turm, die Lichter flackerten, und plötzlich verschwand der Boden unter ihren Füßen. Ein kräftiger Sog zog sie in die Tiefe, und als sie die Augen öffnete, fand sie sich in einer anderen Zeit wieder. Sie war 50 Jahre in die Vergangenheit gereist, in die Nacht, in der die Melodie verstummt war. Um sie herum war der Marktplatz voller Leben. Menschen in altmodischer Kleidung flanierten durch die Straßen, und die Luft war erfüllt von fröhlichem Stimmengewirr. Lena konnte ihren Augen kaum trauen. Sie sah den Turm in seinem früheren Glanz und mitten auf dem Platz einen jungen Mann, der völlig in seine Musik vertieft war. Sein Name war Johann, und er war der Musiker, der die magische Melodie komponiert hatte. Johann war von seiner eigenen Musik so fasziniert, dass er einen Zauber wirkte, um sie für immer lebendig zu halten. Doch etwas lief schief. Die Magie war zu stark, die Melodie geriet außer Kontrolle, und ein rätselhafter Sog zog Johann in den Turm. In diesem Moment verstummte die Musik, und die Zeit im Turm blieb stehen. Die Menschen rannten erschrocken davon, und seitdem wagte niemand mehr, den Turm zu betreten. Lena wusste, dass sie Johann retten musste. Sie rannte in den Turm und fand ihn, eingesperrt in einem magischen Kreis, unfähig sich zu bewegen. Seine Augen flehten um Hilfe. Lena erinnerte sich an die Worte im Notenheft: Wer die Melodie vollendet, wird das Geheimnis erfahren. Sie wusste, was sie tun musste. Sie setzte sich erneut an das Klavier und begann, die Melodie zu spielen. Doch dieses Mal musste sie die fehlenden Noten hinzufügen. Sie schloss die Augen und spielte aus ihrem Herzen heraus. Die Melodie wurde vollendet, und ein gleißendes Licht erfüllte den Turm. Johann wurde aus seiner Gefangenschaft befreit, und die Zeit begann wieder zu fließen. Plötzlich wurde Lena von einem vertrauten Sog erfasst. Sie schloss die Augen, und als sie wieder öffnete, stand sie zurück im heutigen Turm. Doch etwas war anders. Die Uhr begann wieder zu ticken, und in der Ferne erklang die Melodie. Die Stadt erwachte aus ihrem jahrzehntelangen Schweigen. Als Lena den Turm verließ, sah sie auf der Spitze des Turms eine Gestalt. Es war Johann.
Er lächelte ihr zu und flüsterte: »Die Melodie ist dank dir frei.« Dann verschwand er im Licht des Mondes. Von diesem Tag an wurde Lena zur neuen Legende der Stadt, und die Melodie kehrte zurück, um die Herzen der Menschen erneut zu erfüllen.